Es ist soweit. Eine Sängerin von einem millionenschweren Label hat ihre ersten Songs veröffentlicht mit dem kleinen Zusatz KI generiert. Dahinter steckt eine riesige Strategie, die Menschen seit Jahren an das Thema KI-generierten Content gewöhnt und immer mehr damit spielt, diese Inhalte normal für uns zu machen. Wir waren für diese Recherche selbst in Korea, um zu verstehen, was das kulturell eigentlich bedeutet und welchen massiven Einfluss diese Projekte auf ganze Länder dieser Erde haben. Denn die Unterhaltungsindustrie und speziell die Musikindustrie ist vermutlich in kaum einem anderen Land auf der Erde so ausgeprägt, wie K-Pop das Ursprungsland Korea prägt. Und damit herzlich willkommen im Cyberspace. Vielleicht kennt ihr ein bisschen der koreanischen Kultur. Ich glaube, am bekanntesten, wenn auch nicht unbedingt repräsentativ, ist Gangnam Style von Psy. Besser trifft es da aber BTS, Blackpink oder vielleicht auch aus meinem Jahresrückblick bekannt, zwei Gruppen, die ich wahnsinnig gerne und viel höre, G-Idol oder IVE. Watch me, don't touch me, love me, don't hurt me, watch me, don't touch me. Dazu kommen dann noch Serien wie Squid Game, K-Dramen, Manhwa, wie Solo-Leveling oder Mukbang, ein Trend bei Social Media, bei dem vor der Kamera gefuttert wird. Das Ganze fasst man dann ganz gerne als koreanische Welle zusammen. Und es ist wirklich ein Exportschlager, ein gewaltiger sogar. Speziell K-Pop ist wirtschaftlich unfassbar wichtig, aber dazu nachher mehr. Auch im Land selbst spürt man den Einfluss von K-Pop wirklich überall. Und wenn ich überall sage, meine ich das wirklich so. Jedes einzelne Produkt, das ihr euch vorstellen könnt, von Lippenstiften über Technik-Gadgets bis hin zu Fastfood-Läden, werben mit K-Pop-Idols, also den Mitgliedern der Gruppen. Bei der Fastfood-Kette Mom's Touch, geiler Name übrigens, bekam man beispielsweise, als wir dort waren, Fotokarten, wenn man ein spezielles Menü isst. Und das ist null komisch. Läuft man durch Seoul, findet man ständig Festivals, die nicht einfach stattfinden. Nein, die Dinger sind mitten in Seoul, einer Millionenstadt. Und sie werden live übertragen auf zig Bildschirme, die in der Stadt an Gebäuden hängen. Es ist unfassbar und sogar für mich technologisch wahnsinnig faszinierend, wie die es überhaupt hinbekommen haben, dieses Konzert live auf ein Kaufhaus zu übertragen. Aber das wäre sogar fast ein Thema für ein anderes Video. Es gibt vereinfacht gesagt K-Pop-Gruppen oder Solokünstler. Diese Idols sind aber anders als bei uns nicht irgendwie Zufallspicks, die durch einen Auftritt bei DSDS Promi-Berühmtheit erlangen. Idols starten als Trainees viel zu früh, ab so circa 11 Jahren. Die gehen dann zu einer Schule, wo Tanzen und Singen und noch ein paar andere Sachen unterrichtet werden und hoffen irgendwann als Idol da rauszugehen. Wenn nicht, ist das ziemlich unpraktisch, denn auf den Trainee-Kosten bleibt man als Kredit dann sitzen. Trotzdem schaffen es aber bei weitem nicht alle. Aber wenn sie es schaffen, sind Idols nicht nur Sänger oder Schauspieler, sondern auch quasi auf Social Media aktiv. Mehr als 5 Jobs in einem, kann man sagen. Diese Schulen sind aber meist von sogenannten Entertainments geführt, bei denen die Idols dann noch unter Vertrag gehen. Das sind Firmen, die das gesamte Ökosystem beherrschen. Ausbildung von Trainees, Komponieren von Songs, Producing, Auftritte, Promotion durch Fotoshootings, Musikvideos, Konzepte für Alben, Social Media und sogar Dance-Challenges auf TikTok. Und ja, mein TikTok ist nach dieser Recherche hier voll damit. Und das auch als Metalhead im Herzen. Seht ihr, was ich für euch alles mitmache? Diese Dance-Challenges sind quasi zu Hause in Korea. Speziell im Universitätsstadtteil Hongdae, wo es eine starke Basking-Kultur gibt. Hier singen und tanzen Studenten und einfach Leute, die Bock drauf haben, auf der Straße. Das sind die Idols von morgen. Sie hoffen tatsächlich oft darauf, von einem Entertainment gesehen und dann vielleicht sogar aufgenommen zu werden.
Diese Basking-Kultur ist aber wirklich, wirklich schön. Apropos Hongdae, wir sind ja wirklich physisch dort anwesend gewesen und ich habe währenddessen konstant versucht, euch auf Instagram Updates zu geben, aber habe mir auch natürlich regelmäßig zum Beispiel Notizen in unserem Recherchedokument gemacht. Dazu braucht man natürlich Internet und in Korea kann man sich SIM-Karten zwar holen, was aber bei mir nicht so gut klappt, weil nur ein SIM-Kartenslot und es ist aufwendig. Zum Glück gibt es aber mittlerweile eSIMs und die kann man sich super angenehm über Saily buchen. Nicht nur für Korea übrigens, sondern für fast jedes Land der ganzen Welt. Und das zu einem wahnsinnig angenehmen Preis. Für 25 GB, die ich über 30 Tage verbrauchen darf, zahle ich gerade mal 28,99 €. Das ist fast schon günstiger als das, was ich hier in Deutschland für meinen normalen Tarif bezahle. Die Einrichtung ist komplett einfach und in weniger als 5 Minuten hat man das mobile Internet in dem Land, in dem man sich gerade befindet. Aber Cedric, man braucht ja Internet, um Internet zu buchen, das ist richtig. Und deshalb buchst du entweder zu Hause, denn das Paket aktiviert sich erst komplett automatisch, wenn du auch wirklich in dem Land bist, für das du es gebucht hast. Oder aber du holst es dir zum Beispiel ganz einfach am Flughafen im Wi-Fi. Deswegen vielen, vielen Dank an Saily, nicht nur für die Unterstützung meiner Recherche, sondern auch dafür, dass ich in Korea so unproblematisch online bleiben konnte und alles mit euch teilen konnte. Das geht auf sie. Und natürlich habe ich einen Rabattcode für euch, was das Ganze nochmal besser macht. 15% Rabatt mit dem Code TheMorpheus. Also denkt da dran und speichert euch den am besten direkt, wenn ihr das nächste Mal irgendwohin in Urlaub geht. Also, K-Pop ist natürlich kulturell quasi sowas wie ein Fundament für Korea. Zu Recht möchte man sagen, aber wie sieht es eigentlich wirtschaftlich aus? Ich hatte das ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Ein Beispiel. Die Gruppe BTS hat im Jahr 2019 im Alleingang 4,65 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das entspricht 0,3% der gesamten südkoreanischen Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich, Korean Air ist die größte Fluggesellschaft des gesamten Landes und hat 0,7%, also etwa das Doppelte zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen. Und BTS ist nur eine einzige Gruppe. Die Content-Industrie von Südkorea, wozu natürlich auch Filme und Serien etc. gehören, hat allein im Jahr 2022 13,24 Milliarden Dollar nur durch Export, also außerhalb Südkoreas gemacht. Filme und Serien muss man aber irgendwie trotzdem auch dazu zählen. Die Stars in solchen Filmen und Serien sind häufig auch mal K-Pop-Idols quasi im Ruhestand. Damit ist koreanischer Content die wichtigste Industrie in ganz Südkorea. Wichtiger als Batterien mit einem Exportwert von 9,99 Milliarden Dollar und auch wichtiger als E-Autos mit einem Exportwert von 9,83 Milliarden Dollar. Ach und übrigens, selbst das Land Korea macht K-Pop-Stars zu Werbefiguren für das eigene Land. Hier seht ihr Mitglieder der Gruppe NewJeans, die offizielle Ambassadors sind. Denn laut einer Studie ist die koreanische Welle für volle 31,9%, also fast ein Drittel aller Touristen verantwortlich. Und fairerweise zählen wir da jetzt auch rein. K-Pop wirkt sich also, wie ihr jetzt auch sehen könnt, dramatisch auf alle anderen Industrien Koreas aus. Weshalb die südkoreanische Regierung K-Pop auch aktiv fördert. So, jetzt da ihr ungefähr greifen könnt, wie unfassbar wichtig K-Pop für Korea ist, lasst uns den Turn zu KI und virtuellen Idols ziehen. Das Ganze hat seinen Ursprung ein bisschen früher. K-Pop wird ja in der Regel nicht klassisch von den Gruppenmitgliedern selbst geschrieben und produziert, sondern ein Schreiber schreibt für eine Gruppe ein Konzept, ein anderer komponiert einen passenden Song und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein Entertainment hintendran. Das Doofe ist, die Idols werden halt irgendwann alt und alte Menschen verkaufen keine Jugend und Blüte. Heißt, man muss immer wieder unbekannte Gesichter bekannt machen. Oder aber man nehme bekannte Champions aus dem Spiel League of Legends, die vielleicht der ein oder andere hier kennt und genauso viele Stunden da drin versenkt hat wie ich, und mache aus ihnen Sängerinnen. So entstand in Zusammenarbeit mit Riot Games die Gruppe KDA. Die sogar einen Song für die Weltmeisterschaft und noch einige weitere Titel aufgenommen haben. Ich würde sogar sagen, diese Songs von KDA haben mich auf den Geschmack und zu K-Pop gebracht. Eine virtuelle Gruppe. Übrigens, für Empfehlungen bin ich natürlich immer offen, also wenn ihr was habt, unten in die Kommentare damit.
Die Gruppe KDA besteht aus den Sängerinnen Ari und Evelyn, die im Spiel so aussehen. Akali rappt, anstatt mich im Jungle wie immer zu töten, und Kai'Sa tanzt. In Wahrheit stecken dahinter allerdings die K-Pop-Sängerinnen Soyeon und Miyeon von G-Idol und die beiden westlichen Künstlerinnen Madison Beer und Jyra Burns. Und besonders spannend ist das dann natürlich live zu sehen. Wie funktioniert sowas? Dort performen die echten Member, während Zuschauer im Stream CGI-Versionen der KDA-Charaktere zu sehen bekamen. Was für mich während der Worlds unfassbar spannend, auch technologisch, zu sehen war. Eine der ersten virtuellen Gruppen und das sogar schon im Jahr 2018. Ein Schritt weiter geht die Boygroup Play aus dem Jahr 2023. Hier kennt wirklich niemand die echten Mitglieder. Live und auch für Videos oder Performances stehen da zwar noch echte Idols dahinter, aber man sieht die nicht. Sie performen also quasi hinter der Bühne, singen und das wird dann direkt via Motion Capturing auf die virtuellen Avatare übertragen. Das hört sich zwar nach krasser Verschwendung an, hat aber natürlich auch enorme Vorteile. Die echten Menschen hinter Plave stehen nicht in der Öffentlichkeit. Gerade einer privacy-bewussten Community wie euch muss ich das wahrscheinlich nicht erklären, aber vielleicht verirrt sich ja aus Versehen jemand zu meinen Videos. K-Pop-Idols kämpfen wirklich ordentlich mit Stalking. Es gibt einige Fans, die Grenzen weit überschreiten, versuchen herauszufinden, wo die Idols wohnen, sie dann sogar besuchen, filmen, wann auch immer sie können. Und es ist auch völlig normal, Fantrauben an Flughäfen warten zu sehen, falls da irgendwie jemand zurückkommt. Es gab sogar Fälle, wo geleakte Telefonnummern genutzt wurden, um die Idols wirklich mit Anrufen zu bombardieren oder mit Nachrichten. Und natürlich werden Idols auch beim Einkaufen in der Öffentlichkeit erkannt, klar. Aber nicht jedoch die Mitglieder von Plave. Sie sind zwar ziemlich groß dabei, müssen aber keine Angst vor Stalking und keine Angst vor Anfeindung wegen ihrem Aussehen haben. Und das kann eine ganz andere Lebensrealität sein. Achso, und wenn ihr denkt, sowas kann ja nicht erfolgreich sein, doch durchaus. Plave hat 2 Alben, mehrere Millionen Aufrufe auf ihren Videos und sogar ihre Debütshow war ausverkauft. Dazu kommt, sie haben natürlich auch schon die ersten Werbedeals. Next Step, Maeve. Und ja, der Name ist irgendwie verdammt ähnlich zu Plave. Sie kam im selben Jahr raus. Diesmal haben wir aber eine virtuelle Girl Group. Auch hier geht es technologisch noch mal ein bisschen anders zu. Übrigens, das Entertainment hinter Maeve nennt sich Metaverse Entertainment. Maeve geht aber ein bisschen mehr in Richtung KI-Schiene, nutzt aber im Grunde auch erstmal Motion Capturing. Das heißt, Menschen tragen Anzüge und ihre Bewegungen, Mimik etc. wird einfach auf die virtuellen Avatare übertragen. Danach kommt aber Unreal Engine mit MetaHuman zum Einsatz. Eine Engine, die viele von euch vielleicht vom Zocken kennen. Während dort allerdings händisch eingestellt werden muss, ob der Gegner jetzt zum Beispiel lächelt, wenn er von euch abgestochen wird, liegt man bei Maeve eher den Fokus extrem auf Automatisierung. Wo auch geplant ist übrigens KI einzusetzen, wo es aber zumindest meines Wissens nach noch nicht passiert. MetaHuman benötigt wie bei einem Videospiel zum Beispiel Eingabedaten und erzeugt im Endeffekt ein virtuelles Idol mit animiertem Gesicht und Gesichtsausdrücken. Dabei werden dann Haare animiert, Mimik und sogar die Charakterentwicklung soll stattfinden. Die Stimmen und Choreografien werden aber trotzdem noch von menschlichen Darstellern erzeugt. Allerdings haben sie ein KI-Tool im Einsatz, das ihre Stimme live übersetzt. Das ist jetzt noch nichts besonders Krasses. I can use tools like 11 Labs myself to live translate my voice in multiple languages. Spannend wird's aber nochmal mit den Apps, die Maeve spendiert bekommt. Damit können Fans mit ihren Idols direkt interagieren, was mit normalen Menschen natürlich völlig unmöglich ist. Und genau hier sollen die Ausdrücke der Idols automatisch erstellt werden und die Interaktion soll auch automatisch erzeugt werden. Kurz gesagt, ihr könnt mit den virtuellen Avataren von bekannten Idols sprechen und Antworten bekommen, als würden sie nur mit euch und für euch reden. Sie merken sich sogar Gespräche und haben wohl mehrere Sprachen drauf. Was ihr natürlich mit echten Idols niemals haben werdet, weil Millionen Menschen das gleichzeitig nutzen wollen. Und damit kommen wir dann wohl zum vermeintlichen vollen KI-Idol, Nevis.
Warum das überhaupt gemacht wird? Naja, ein paar Vorteile haben wir ja schon gehört. Eine viel direktere Interaktion mit Fans, ohne dass Stalker ein Problem sind. Im Gegenteil, die geben dann einfach mehr Geld aus. Und apropos Geld, KI-Avatare brauchen erstmal keine Bezahlung, nur ein bisschen Rechenleistung. Sie müssen nicht ausgebildet werden, sie sprechen fließend alle Sprachen der ganzen Welt und sie skalieren auf einem ganz anderen Level. Während die Zeit eines Menschen auf etwa 20 Stunden pro Tag maximal begrenzt ist, wenn man ein bisschen Schlaf braucht, kann ein KI-Avatar gleichzeitig mehrere Videos auf einmal drehen, mehrere Songs komponieren, während sie zur selben Zeit einfach mit 1,337 Millionen Fans auf einmal schreibt. Und das völlig ohne Burnout-Gefahr. Sie können nicht krank werden, sie verletzen sich nicht beim Training. Wir waren beispielsweise bei einem Festival in Gangnam, bei dem die Gruppe ITZY, eine völlig reguläre Gruppe, aufgetreten ist. Eine von ihnen war allerdings krank und konnte nicht auftreten. Und für manche Fans war das natürlich eine Enttäuschung, weshalb auch viele reguläre Gruppen immer mehr VR-Konzerte geben. Kannst du dir von überall auf der Welt, wann immer du willst, ansehen und bist so nah dran, wie mit der besten Sicht noch nicht mal auf so einem Konzert. Ich habe das auch ausprobiert und fand vor allem das VR-Konzert von Dreamcatcher wirklich Wahnsinn. Ich war bislang schon auf 2 Konzerten von Dreamcatcher, die super waren, aber VR war eben trotzdem eine wirklich tolle Ergänzung, weil man ähnlich einem Musikvideo ganz andere Möglichkeiten hat, die Zuschauer mitzunehmen. Ich will hier nicht spoilern, guckt es euch gerne selber an, das ist krass. Aber klar, mit einem KI-Avatar kannst du so ein Konzert einfach generieren lassen. Völlig interaktiv sogar, mit Antworten auf genau das, was ein Fan sagt oder von sich gibt. Achso, natürlich, Singstimmen von KI-Avataren bleiben immer stabil, egal wie heftig die Turneinlagen sind. Idols machen übrigens Gesangstraining auf dem Laufband. Und sie altern nicht. Was besonders im K-Pop ein Problem ist, denn schon mit 25 gilt man als zu alt für die Branche. Und apropos Schönheitsstandards. Viele Idols hungern sich ungesund dünn. Nicht, weil sie das wollen, sondern weil die Entertainments das zum Teil fordern. Es gibt Berichte, wie heimlich Essen in Wohnheime geschmuggelt wurde. Habt ihr jemals von der Idol-Diät gehört? Sie besteht aus Eiswürfeln. Das war's. Bei einem KI-Idol kann dir sowas nicht passieren. Das kann an einem Tag Körbchengröße A haben, weil es Mode ist, und am nächsten Tag Körbchengröße Z für einen Fan, weil der das bevorzugt. Gut, tatsächlich gibt es natürlich einen entscheidenden Nachteil. Dahinter steckt keine echte Person. Aber wer oder was ist dann eigentlich Nevis? Dazu müssen wir ganz kurz über das Entertainment, also die Firma hinter Nevis, reden. Das ist SM Entertainment. SM ist eine Talentagentur und Plattenlabel und hat mehrere ziemlich erfolgreiche K-Pop-Gruppen hervorgebracht. Red Velvet, Girls' Generation oder auch aespa. Übrigens, SM Entertainment steht für, wisst ihr was? Das überlasse ich den Kommentaren. Der Witz daran ist, dass SM eine Art Universum um die Girlgroup aespa aufgebaut hat. Das ist übrigens mittlerweile eher normal als die Ausnahme, aber in der Lore von aespa, die über die Musikvideos und Co. erzählt wird, kommt Nevis auch schon mit vor. Und am 10. September diesen Jahres hat sie dann ihre eigene Single bekommen. aespa ist eine der, wenn nicht sogar die aktuell erfolgreichste Girlgroup im K-Pop, die aktiv ist. Ihr großes, übergeordnetes Thema war ans Metaverse angelehnt, was passend zu ihrem Debüt 2020 natürlich komplett im Hype war. Der Clou ist aber,
Auch wenn es eigentlich 4 Mitglieder in aespa gibt, wurden sie anfangs als 8 Mitglieder vermarktet. Denn jedes einzelne Mitglied hat ein virtuelles Pendant, eine Art Metaverse-Avatar. Die wurden aber inzwischen in der Lore ein bisschen irrelevanter, weil sich aespa jetzt in der echten Welt befindet. Quasi als würde Morpheus zu Cedric werden, weil er, I don't know, Gras anfasst. Ob das aber zum Beispiel mit dem nicht mehr ganz so gehypten Metaverse zu tun hat, wer weiß, wer weiß. Naja, in der Lore sieht das Ganze aber so aus. Die KI, Nevis, hilft den Mitgliedern von aespa, sich mit ihren Avataren zu verbinden. An der Stelle bedenkt, dass nicht aespa selbst die Lyrics oder Musikvideos schreiben, sondern das Entertainment, also das gesamte Team. Dementsprechend gehypt wird Nevis auch vom Entertainment und dementsprechend viel Aufmerksamkeit und damit Werbebudget bekommt dieses Projekt durch das Entertainment. Später bekam Nevis dann sogar noch ein offizielles Featuring und einige kleine Adlibs in einem Song. All das verfolgt einen Zweck: Zuhörer, Verfolger der Szene und Fans darauf vorzubereiten, dass es jetzt dann mit KI-Idols weitergeht. Oh, und übrigens, auch in einem der neueren aespa-Musikvideos wurde absichtlich KI eingesetzt, damit die menschlichen Mitglieder in Nahaufnahmen unnatürliche Mundbewegungen bekommen, damit man sich so ein bisschen an das gewöhnen kann, was da kommt. Man gewöhnt also langsam Fans und Konsumenten an virtuelle Marketing-Avatare, an Idols, die unfehlbar, immer jung und auch unendlich skalierbar sind. Aber was genau steckt hinter Nevis? Man muss dazu sagen, Nevis ist nicht 100% KI, auch wenn sie so vermarktet wird. Aber auch bei Nevis kamen jetzt eben CGI-Techniken wie bei Maeve und Playf zum Einsatz, das gepaart mit Motion Capturing für das Aussehen von Nevis verantwortlich ist. Das Besondere ist aber diesmal, SM Entertainment betont mehrfach, dass Nevis nicht auf einer einzelnen Person basiert. Das ist natürlich ganz schön praktisch, da kann man nämlich einfach irgendwelche Tänzer austauschen und auch ihre Optik lässt sich anpassen, weil das Konzept ist KI. Während Playf und Maeve eigentlich immer gleich aussehen, wechselt Nevis regelmäßig zwischen realistisch anmutend, Anime, Chibi oder welchen Style auch immer man ihr geben will. Natürlich immer den koreanischen Schönheitsidealen nachempfunden. Was allerdings auch neu ist, die Stimme ist diesmal zumindest mutmaßlich KI generiert. Technisch weiß man nicht ganz genau, was zum Einsatz kommt, aber man hat grobe Ideen. Es wird ziemlich stark vermutet, dass Nevis auf anderen K-Pop-Idols basiert, die bei SM unter Vertrag sind. Die Mitglieder von aespa zum Beispiel, wenn auch millionenfach gesehene Werbegesichter, haben trotzdem kaum Rechte bzw. vertraglich fast alles abgegeben, was man so abgeben kann. Und so geht es eigentlich fast allen Idols. Die kann man dann also natürlich einfach wunderbar nehmen, ohne dass man urheberrechtliche Probleme bekommt. Und ist ja nicht so, als könnten die nicht singen. Das können sie durchaus. Entwickelt wurde diese ganze KI-Technologie von LG. Dahinter steckt als Basis die XZ-Gen-Plattform von LG U+. Wie viel dafür geändert wurde, weiß man nicht genau, aber XZ-Gen basiert auf einem SLLM, also einem Small Large Language Model. Also sowas wie Mini-ChatGPT mit extra wenig Parameter, aber dafür eben auch beschränkt auf wenige, aber dafür sehr gute Aufgaben. Darunter ist aber auch Multimodalität. Das heißt, die Sprache, die das Modell also beispielsweise erzeugt, ist nicht aus Text vorgelesen, sondern direkt erzeugt, was bei ChatGPT im Voice-Modus der Grund ist, warum ihr die KI zum Beispiel manchmal atmen hören könnt oder warum Sarkasmus funktioniert. Und auch XZ-Gen ist multimodal und wird hier eingesetzt. Ursprünglich plante übrigens LG XZ-Gen als Shop-Berater oder auch als Werbetextersteller zu nutzen, aber ich nehme mal an, Idols haben dann doch eine höhere Gewinnmarge. Naja, die Idols selbst finden das aber oftmals eher nicht so lustig. Taeyeon beispielsweise, eine weitere Sängerin, die bei SM unter Vertrag ist, wird zum Beispiel häufiger mal als Grundlage für Nevis vermutet. Sie hat daher in einem Video tatsächlich mal einen Brief in die Kamera gehalten, in dem stand: "Don't copy me, be a better person, wait, you're not even a real human, from the real Nevis." Und selbst zusätzlich zur Musik gibt es ja Content. Es gibt sogar Vorstellungen, wo sich Nevis wie in einer Interviewsituation verhält. Bei mir löst das ehrlich gesagt einen ziemlich starken Uncanny Valley-Effekt aus. Vor allem das hier.
월드에 있는 밈이라는 거를 딥러닝하고 있거든요. 이렇게 발랄한 캐릭터인지 몰랐어요. Was ist das bitte? Aber man merkt deutlich, was SM hier vorhat. Nevis wird extrem stark beworben. Ähnlich stark wie wirklich gigantische K-Pop-Idols. Nevis wird überall schrittweise reingemogelt und ganz subtil sichtbar gemacht, wo es nur machbar ist. Immer gerade noch so bekömmlich für den durchschnittlichen Konsumenten, sodass man sich langsam an die Vorstellung eines KI-Idols gewöhnt. Nevis macht TikTok-Dance-Challenges von anderen K-Pop-Artists. Es gibt Interviews und sie macht sogar Werbung für Cider. 지금 통화 가능해? Und auch wenn das erste Musikvideo inklusive vollem Song eher schwach war und von vielen Fans als eher langweilig aufgenommen wurde, ich sehe hier einen Trend in einer der größten Musikbranchen weltweit. Wenn du deine Künstler nicht mehr bezahlen musst, sparst du am meisten Geld. Wenn deine Influencer-Stars perfekt singen können, niemals heiser werden, niemals einen schlechten Tag haben oder gar Arbeitnehmerrechte fordern, kannst du immer mehr Fans mehr Geld abnehmen. Und wie ich neulich erst mit Suno im Livestream gezeigt habe, kann man mit KI durchaus ein High-Quality-Album erstellen mit deutlich weniger Arbeit und deutlich weniger Know-how, als das bis vor wenigen Monaten noch der Fall war. Klar, noch gibt es vielleicht ein bisschen Gegenwind, aber stellt euch darauf ein, dass wir in absehbarer Zeit sehr, sehr viel KI-generierte Musik hören. Es wird auch immer mehr akzeptiert, dass Texte, Promobilder oder auch Videos im K-Pop teilweise mit KI erstellt werden, wie ihr das hier zum Beispiel sehen könnt. Dass damit der Traum für viele Trainees noch viel unerreichbarer geworden ist, das ist dann wohl Kollateralschaden. Vielleicht ist das aber ja sogar was Gutes, wenn man an Idol, Diäten und Stalker denkt. Was das aber für die Branche heißt, das kann man sich nur sehr schwer vorstellen. Kaum ein anderes Medium spielt so viel mit parasozialen Beziehungen zwischen Fan und Idol wie im K-Pop. Es gibt einen eigenen Begriff dafür, welches Mitglied aus der Gruppe einem Fan am sympathischsten ist, und auch Imperfektion wird eigentlich manchmal sogar gefeiert. Sakura von Le Seraphim zum Beispiel ist ein Meme geworden, weil sie nicht richtig blinzeln kann. 윙클. 언니 연습하라고 했잖아요. 다 오늘을 위해서 제가. 돼 있지 않아 근데? 뭐가? Die Kombination von Perfektion und Uncanny Valley, die man aktuell noch von KI präsentiert bekommt, wirkt dann doch eher unausgereift, langweilig und dadurch einfach imperfekt. Es mag eine Frage der Zeit sein, aber vielleicht ist KI doch eher ein Tool als Ersatz? Woher kommt mir das nur so bekannt vor? Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.